Wir sind zurück, immer noch bei uns zu Gast ist Hines von Bethesda und Heiko Klinge von der GameStar. Und ihr habt uns Fragen gestellt, die wir an Pete weiterreichen sollen. Und um maximale Personalmenge auf dieser Bühne zu haben, sitzen wir hier. Heiko stellt die Fragen, die die Community gestellt hat, auf Facebook. Vielleicht fangen wir erstmal mit dem Prey-Trailer an. Wir können den Prey-Gameplay-Trailer einblenden. Das ist noch eine Frage, die vielleicht für den Anfang, die, glaube ich, viele interessieren würde, gerade die GameStar-Core-Community. Wir haben ja sehr, sehr viele Fans, Prey-Fans, die das Original Prey noch kennen. Und was immer wieder auftauchte als Frage war, wieso heißt das neue Prey eigentlich Prey und nicht Prey 2? Ja. Und was hat es noch mit dem ersten Teil gemein und was nicht? So our community wonders, why is the game still called Prey and not Prey 2? And are there any similarities, or what has it in common with the first game? Sure. Well, it's called Prey and not Prey 2 because it's not a sequel. It doesn't build on the first game at all. The game that we're making is a reimagining of the original Prey game, and what it really holds to from the original game is this idea, this core concept of aliens are trying to kill you. You are the prey for these aliens, the Typhon that are out to get you. Otherwise, it's a complete reimagining and sort of Arcane's vision of what that feels and looks like in a game. Also das Ganze heißt deswegen nicht Prey 2, weil es keine wirkliche Fortsetzung dieser Geschichte ist, sondern es nimmt nur dieses Grundkonzept, dass man halt selbst die Beute für Aliens ist, die da angreifen. Aber ansonsten ist das Ganze was komplett Eigenständiges. Es ist eine neue Vision, die da von Arcane umgesetzt wird und deswegen heißt es halt nicht Prey 2. Genau. Wir haben die Frage, die mit Abstand die meisten Likes bekommen hat bei Facebook. Wir haben viele Core-Rollenspieler bei uns. Das war die Frage von Robin Stefan Uda. Der hat gefragt, wie stehen die Chancen, dass Obsidian Entertainment nochmal ein Fallout entwickeln darf. Okay, so this is one of the questions that got the most likes on our Facebook site. What are the chances that Obsidian may develop another Fallout game? I don't know. I would never put a number on that. We don't ever talk about. I need an exact number. You can't have one. Okay. We never talk about the possibility of other projects or anything that we haven't announced yet. Okay. Eine andere Frage, die kam von Luca Müller. Wie stellt Bethesda sicher, dass die Rollenspiele technisch auf der Höhe der Zeit bleiben? Weil sie verwenden ja immer auch die gleiche Engine. EA hat mit die Frostbite Engine. Wie passt da, ist da der Technologieaustausch? So the question is, how do you make sure that your RPGs are cutting edge tech-wise? Because the engine that you're using is evolving over time, but it's basically from the same core. No. We've rewritten whole sections of it all along the way. But the basic question is sort of how do we keep moving the tech forward? Yeah, exactly. The big thing is that if you look at our game, we do things that no other game does. If we're talking about Bethesda Game Studios and role-playing games. You can look at any other game, you can go to any other game world and try and pick up and move around all the objects that we let you pick up and move around and build things in real time and have the level of interactivity and exploration that we offer. Some games will offer lots of this, or some games will offer lots of this, but I'm not aware of any, or certainly there are very, very, very few that allow both, that allow this huge world and exploration and then also a really high level of interactivity. And that's ultimately what we're trying to balance. How much can we push? What new features can we add? What new things can we offer without sacrificing the things that make a game like ours cool, which is you can walk up to a merchant and all the stuff on the table are real items that you can try and steal or move around, or if you walk into a house and you set off a bomb or something, that things are going to go bouncing around all over the walls with real physics. There's a balancing act there that we still want that level of immersion, and part of that is the fact you can touch everything, that they're real objects. Dann hätte ich vielleicht noch eine redaktionelle... Achso, erstmal übersetzen, Entschuldigung. Jetzt muss ich erstmal kurz übersetzen. Ich bin schon wieder im Flow hier. A lot of information. Also Peter hat gesagt, dass es bei Ihnen bei den Bethesda-Rollenspielen das Herausragende oder das Wichtige auch ist,
dass man wirklich in dieser Welt sich frei bewegen kann und all diese Dinge, die in dieser Welt sind, auch wirklich als Objekte in der Welt sind. Man kann da hingehen, die haben irgendwie eine Physik und all diese Effekte, also wenn man da irgendwie eine Granate hochgehen lässt, dass diese Objekte rumfliegen, wenn man sie alle auf dem Tisch liegen, das ist für sie wichtig und das sind dieses Zusammenspiel von dieser großen Spielwelt und der Erforschbarkeit davon, das macht kein anderes Studio in der Form 1:1 so nach. Und ihnen ist eben wichtig, dass sie all diese Möglichkeiten beibehalten und das ist so ein bisschen noch ausschlaggebend, was sie an neuen Technologien hinzufügen, weil sie das ungern aufgeben würden, diesen Grad von Interaktivität und Physik und Immersion und so. Da hätte ich dann gleich eine redaktionelle, eine redaktionelle Ergänzungsfrage. Ja. Heißt das denn dann auch im Umkehrschluss, dass jetzt Bethesda jetzt nicht anfangen wird, eine Engine zu machen, so wie EA mit Frostbite, die dann auf alle Spiele quasi drüber gepfropft wird oder beziehungsweise für alle Spiele funktionieren muss, sondern dass jede Spielelinie nach wie vor seine eigene Engine-Entwicklung bekommt, sei es nun die von Arcane-Spiele, die eine eigene Engine haben, die Doom-Spiele und eben mit der ITEC und eben die Rollenspiele. Das ist quasi eine Engine pro Genre. So EA has this thing that they're using Frostbite for everything. Is the difference at Bethesda that you guys choose an engine depending on what it's good at? So, for example, you have the ITEC engine for your shooter and action games, and you have the GamePro and creation engine for the RPGs. So, will there ever be a universal Bethesda engine, or just choosing for the right fit? It's up to every studio what engine best fits their needs, period. So id and Machine Games use id Tech. Tango did for the Evil Within. The Dishonored 2 engine is actually built off of id Tech. But then Arcane took it and built their own engine for them because they needed something that did third person and all the things they want to do in Dishonored 2. But Prey doesn't, because that's not what the Prey team wanted to use. So we do not dictate technology to our studios. They use what they want to use. Also jedes Studio darf sich da frei entscheiden, welche Engine es benutzt. Ich habe gerade eine ganze Menge Beispiele aufgezählt. Also viele Studios nutzen id-Tech, dann nutzen viele Studios diese aber auch wieder nicht. Also es gibt da keine globale Richtlinie. Sie müssen alle das benutzen und jedes Studio soll das benutzen, was am besten funktioniert. Ein junger Mann namens Martin Monk hat gefragt, wie groß und wichtig schätzt Bethesda das Thema VR ein? How important is VR for Bethesda? I mean, I think it's very important. I don't have a number for that one either. I need a number. 7. It was something that we used to show off Doom 3 BFG some years ago. It's something that all of our studios have looked at and continue to look at. Our first full commercial game is Fallout 4, which we announced for the HTC Vive. But we have a demo here that folks like yourself can try for Doom. And all of our other studios continue to look at it. And it's something we're going to continue to look at. And much like you asked with the engines, look for the right games to fit that platform. Ja. Also es ist ähnlich wie bei den Engines. Sie wollen da auch nicht sagen, dass jetzt alles VR wird, sondern einfach was halt gut passt. Und es gibt natürlich schon Doom als VR-Experience, es gibt Fallout als VR-Experience für die HTC Vive und da wird es in Zukunft halt auch Projekte geben, die da auch VR umgesetzt werden, aber wie gesagt, das ist auch keine globale Marschrichtung jetzt. Aber Sie sagen, es ist wichtig. Genau. Okay. Der Florian Retit würde gern wissen, welche Chancen und Risiken sieht Bethesda für den Markt angesichts der neuen Veröffentlichungspolitik der Konsolenhersteller, insbesondere mit Neo und Scorpio, dass jetzt die Iterationen immer kürzer werden. So the question is, what chances and risks do you see with the new way of the console cycle with the Project Scorpio and PlayStation 4 Neo? So the benefits are to be able, anytime we can give our developers more horsepower to work with, it tends to result in better games. It gives them more tools to you, more things that they can unlock. The risk is anytime you jump from one generation of consoles to the next, there are also always problems and issues and things work slightly different than they did before, either slightly different or a lot different. Now the hope is that the differences here are very small and it's all performance improvements and very little technical challenges. But that would be the risk, which is any additional work a team has to do on each version of the game is that much less work that they get to do on the game entirely.
because they have to spend time making it for just this platform or just this platform. Also der Vorteil ist natürlich, dass es ist immer gut, wenn eine neue Konsolengeneration mehr Leistung gibt, weil das Team dann natürlich da mehr machen kann. Das Risiko ist aber natürlich, dass das Team sich dann darauf fokussieren muss, Unterschiede zwischen den einzelnen Konsolengenerationen extra anzupacken und das ist natürlich Arbeitszeit, die da reinfließt und die kann dann nicht mehr an anderer Stelle irgendwie genutzt werden, wenn man jetzt eben das gleiche Spiel für mehrere unterschiedliche Plattformen umsetzen muss. So, in etwa. Okay. Haben wir noch, Heiko? Haben wir noch eine Frage? Haben wir noch Fragen aus der Community? Wir haben noch Zeit für 1 bis 2 Fragen, sonst grätsch ich redaktionell rein. Moment, da muss ich jetzt erstmal gucken. Also alle Fragen sind zu Elder Scrolls 6, das ist das Problem. Genau. You're probably not gonna reveal Elder Scrolls 6 right now. Okay, so sorry folks. And just so you know, not at the next Gamescom and not at the one after that, and there are at least 2 big games from Bethesda Game Studios before we get around to Elder Scrolls 6. Okay. Das ist zumindest mal eine Info, das kann man auch mal übersetzen. He's got another one. One question. Moment, lass mich das ganz kurz noch übersetzen. Okay. Also er sagt, er wird jetzt nicht Elder Scrolls 6 ankündigen und es wird noch eine ganze Weile dauern. Es wird mindestens noch 2 Bethesda Studios Spiele geben, bevor man sich wieder Elder Scrolls widmet. Jetzt. Are there any infos about the Evil Within sequel? Are there any infos about the Evil Within sequel? I don't have any info on what Tango is up to. They're hard at work over there, but I don't have any info on what they're up to. Okay, Pete hat keine Info darüber, was sie machen. Sie machen was. Das ist ja immerhin schon mal eine Information. Vielleicht noch als allerletzte abschließende Frage, die mich persönlich wahrscheinlich auch die Leute dort draußen interessieren würde. Bethesda hat ja doch sehr stark aufgerüstet, was die Entwicklerkapazitäten angeht. Bethesda war aber auch mal ein Studio, das relativ wenige Releases pro Jahr gemacht hat. Wird sich jetzt durch die erhöhten Kapazitäten auch der Release-Rhythmus von Bethesda-Spielen erhöhen in den nächsten Jahren? So, in the past, you at Bethesda had relatively few releases over the year, but you got a lot of new studios and you have got more resources to produce games. So, will there be more releases per year or will you keep the pace you had? Keep the pace that we have. We acquired all of those studios. The pace that we've had over the last year is roughly where I would like this to be. You know, maybe 3 or 4 major releases a year, but we're not spitting out annual sequels to a franchise year after year. That we have a number of things going on like we do now, but not. I don't want to do 6 games a year or 10 games a year. That's not who we are. Die Frage war, ob sich bei Bethesda was verändert in der Anzahl der Releases jetzt, weil sie so viele Studios neu dazu haben. Die Antwort ist nein, also der Release-Zyklus wird ungefähr so sein wie im letzten Jahr, also 3 bis 4 Releases pro Jahr. Man will aber keinesfalls 6 oder noch mehr oder vielleicht sogar jährliche Serien rausbringen, das wäre Blödsinn. So. Damit sind wir pünktlich fertig. Wunderbar, das war's soweit. Thanks for being on the show, Pete. Thank you for having me. Danke euch für die Fragen und fürs Zuschauen. Und hier geht es jetzt gleich weiter mit lieben Gästen zum Thema Spiele-Podcast in Deutschland. Gunnar Lott und Robin Schweiger sind da. Bis gleich. Ja, ciao.